Du hast Rückenschmerzen, hast noch nicht viele Übungen gemacht, du bist Anfänger sogenannter. Brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir machen ganz, ganz easy, sodass für jeden das nachvollziehbar wird, was man gegen Rückenschmerzen tun kann. Bitte stell dich für die erste Übung direkt hin, schulterbreit, bleib so stehen und jetzt erstmal ein bisschen den Körper wahrnehmen. Was wollen wir wahrnehmen? Wir wollen wahrnehmen, wie dein Becken steht. Es kann sein, dass es erstmal ganz, ganz schwer für dich ist anzusteuern, aber wie viele andere Bewegungen auch, das ist eine reine Übungssache. Versuch mal, den Bauch ein bisschen einzuziehen und versuche, dass deine Leisten ein bisschen nach vorne kommen. Aber nicht indem du dich so nach vorne bewegst, sondern indem das Becken sich ein bisschen dreht. Wie gesagt, ist nur ein Versuch und nach dem 10. Versuch dann kriegst du mit, wie du das bewegungstechnisch umsetzen kannst. Nimm den Bauchnabel ein bisschen zurück, steh sicher. Zur Not halte ich irgendwo fest. Wenn du sehr instabil stehst, dann halte ich irgendwo fest. Vielleicht ein Stuhl hier, ein Stuhl dort, vielleicht vorne ein Tisch, an dem du dich festhalten kannst. Kannst auch gegen die Wand gehen, ja? Kannst die Hände an die Wand nehmen. Aber ich zeige es mal so frei stehend jetzt bei Gleichgewicht. Soll ja auch geübt werden. Nur guck halt, dass nichts passiert. Und jetzt schiebst du deinen Bereich der Leisten immer weiter nach vorne und du kannst die Hände aufs untere Gesäß legen und kannst da ein bisschen helfen. Und dann schiebst du ganz leicht vor und fühlst mal rein, wo zieht's. Es kann hier vorne ziehen, es kann im Hüftgelenk ziehen, sollte sogar ein bisschen den Rücken ziehen, weil dann weißt du, jetzt arbeitest du an der Ursache, wie wir sie dafür halten, für deine Rückenschmerzen. Da arbeitest du dran und du nimmst ein bisschen der Ursache weg, mehr und mehr. Ja, so kennen wir das. Schieb immer weiter vor und lass dir Zeit, dass du erstmal überhaupt ein Feeling für die Bewegung bekommst. Auch wenn du erstmal gar nicht so viel von der Dehnung spürst. Immer ein bisschen weiter vorkommen mit dem Bereich der Leisten. Bauchnabel einziehen. Und da arbeiten wir schon am wichtigsten Faktor, der bei Rückenschmerzen total wichtig ist, unserer Erfahrung nach. Dann kommst du langsam wieder raus. War doch gar nicht schwer, oder? Bisschen schütteln, bisschen bewegen. Bleib genauso stehen. Und jetzt, das, was wir nach hinten gemacht haben, das machen wir jetzt nach vorne. Ja? Steh einfach. Hab die Knie gestreckt und geh mal nach vorne. Wie weit kommst du nach vorne? Bis hier? Vielleicht nur bis hier? Vielleicht ein bisschen tiefer? Egal. Geh einfach so weit, ganz vorsichtig nach vorne. Stütz dich ab mit deinen Händen an den Oberschenkeln oder an den Beinen, je nachdem, wie tief du dich beugen kannst. Und dann fühl mal rein. Vermutlich fängt es erstmal hinten an der Beinrückseite an zu ziehen. Im Bereich der Kniekehle. Vielleicht zieht es auch im Gesäß oder es zieht schon in den Rücken ein bisschen rein. Jetzt gehst du langsam so weit runter, wie du das gerade noch gut ertragen kannst. Oder solange du dich noch wohlfühlst, ja? Und wenn es schon ein bisschen zieht und du fühlst dich schon unwohl, dann bleib erstmal dort. Dran gewöhnen. Einfach Vertrauen zu dieser Bewegung bekommen. Und wenn es jetzt in den Kniekehlen zu stark schon zieht und im Rücken und im Gesäß noch gar nicht, dann kannst du deine Knie ein bisschen beugen, nur ein bisschen. Und dann merkst du, oh ja, jetzt kommst du ein bisschen tiefer mit deinem Rücken. Und jetzt zieht es vielleicht hinten im unteren Rücken und dehnt dort schön. Und das wollen wir ja. Wir wollen das, was da zu kurz und zu angespannt ist, wollen wir ganz, ganz soft immer weiter in Bewegung bekommen. Und dann gehst du auch hier langsam wieder raus. Und war das schlimm? Nein, oder? Nochmal kurz von vorne die Bewegung, die erste. Und dann mal nach vorne gehen, wieder normal stehen. Und jetzt machen wir was Ähnliches zur Seite. Ja? Bleib mal genauso stehen und zieh einfach deinen Rumpf nach links. Den Schultergürtel besser gesagt nach links. Und dein Becken streckst du nach rechts raus.
Und dann kann es hier anfangen zu ziehen. Wenn du es schon kannst, muss nicht sein, aber versuch mal den Arm so gebeugt, ein bisschen über den Kopf zu nehmen und ein bisschen weiter noch mit dem Arm auch nach links zu ziehen. Und dann merkst du hier normalerweise eine schöne Dehnung und die tut gut, die möchten wir gerne haben. Und dann atmest du dich schön rein, ganz normal, ohne große Anstrengung. Stütz dich hier mit der linken Hand am Oberschenkel ab und lass dich immer ein Stückchen weiter nach unten, soweit es geht. Und wenn du hier oben bist und da geht es schon nicht weiter, wundere dich nicht. Es kann passieren, wenn man viele Jahre sich nicht gedehnt hat, ja. Aber das Gesetz der Biologie sagt, wenn du dehnst, dann wird es länger. Ob das jetzt 1 Millimeter und Zentimeter ist, egal. Aber von der Tendenz bei diesem Training passiert was im Körper. Das ist so ganz, ganz fest eingebaut, einprogrammiert in unseren Körper. Schön weiter nach links gehen. Und du merkst auch, wenn du weiter runter gehst, dann rutschst du ja mit deiner linken Hand am linken Oberschenkel weiter tief. Das merkst du. Und dadurch ist es ein guter Anzeiger für dich, dass die Dehnung immer mehr wird. Und dann kommst du ganz, ganz langsam und vorsichtig wieder raus. Auch nicht schlimm, oder? Das gleiche machen wir jetzt zur anderen Seite. Bewusst stehen, Schultergürtel nach rechts nehmen und das Becken nach links rausdrücken. Achte auch darauf, dass du dich dabei nicht drehst. Ja, dass du schön so in der Achse bleibst, so sagt man das. Schön nach links gehen mit dem Becken und nimm ruhig auch hier den Arm dazu und zieh ihn über den Kopf nach rechts und dann merkst du, die Dehnung wird hier noch mehr. So fühlt sich das dann meistens an. Rechte Hand wieder schön abstützen hier auf den Oberschenkel und immer weiter ein Stückchen nach rechts und deine Hand geht immer mehr runter. Wenn du zwischendurch mal eine Position verlassen musst, dann geh kurz raus und geh wieder rein. Aber am besten, du bleibst in einer Intensität, die nicht so stark ist, dass du rausgehen musst. Also wenn du rausgehen musst, dann vielleicht, weil du noch nicht die Kraft hast, das zu halten, weil dein Körper das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, dann geh kurz raus und geh wieder rein. Aber probier es durchzuhalten. Und fühl rein, wo zieht das? Ja? Das dürfte hier links am Becken ziehen, dann ein bisschen so in die Taille rein. Kann auch vielleicht im Hüftgelenk ziehen. Überall, wo es zieht, machen wir was länger und das tut meistens gut. Ja, darum machen wir das. Und dann auch hier langsam wieder raus. Und nochmal gerade in die Gegenbewegung, die wir vorhin gemacht haben. Nochmal rein testen. Und ein bisschen bewegen, ein bisschen das Becken bewegen. Vielleicht merkst du, dass dein Rücken schon sich ein bisschen leichter anfühlt. Könnte durchaus sein. Nicht wundern, wenn ganz wenig Übungen schon einen deutlichen Effekt machen. Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, ja? Und jetzt nimmst du mal die Arme vielleicht so auf die Brust und drehst dich mal. Die Füße bleiben stehen, die Füße bewegen sich nicht. Du drehst dich immer weiter nach links. Du darfst den Kopf ruhig mitnehmen. Der Kopf will nach links, der Schultergürtel will nach links und du lässt die Knie gestreckt. Und dann fühl mal rein, wo du diese Dehnung spürst. Das kann im Bereich des unteren Rückens sein, vielleicht in den Hüftgelenken. Spür mal rein. Und wenn du merkst, du kannst noch ein bisschen weiter drehen, dann drehst du noch ein bisschen mehr. Und das Wichtige ist die Zeit, gell? Du merkst ja, wir machen das pro Position so plus minus 2 Minuten. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund, weil dann
kann dein Körper immer mehr mitgehen. Wenn du zu kurz dehnst, dann kann er das nicht so gut und da ist es längst nicht so intensiv. Immer ein bisschen weiter drehen und du merkst, wie weit du drehen kannst, daran, wie weit du gucken kannst. Du wirst merken, wenn du diesen Ablauf jeden Tag einmal machst, dann kannst du wahrscheinlich immer weiter gucken. In deinem Zimmer, wo du übst, siehst du dann plötzlich immer mehr. Das ist ein guter Anhaltspunkt und du weißt, dass du Fortschritte machst. Jetzt machen wir das Gleiche zur anderen Seite. Wieder normal stehen, bisschen bewegen und jetzt drehst du nach rechts. Immer weiter. Nimmst den Kopf mit, spürst rein. Das Reinspüren ist super, super wichtig und wird dir helfen, schneller weiterzukommen. Man nennt das Körperwahrnehmung oder Körpergefühl, gell? Und je mehr du Gefühl für deinen Körper bekommst, desto mehr spürst du, was ihm gut tut, wo eine Grenze ist, die du nicht überschreiten solltest. All das ist auch ein Trainingseffekt, ein Lerneffekt. Immer weiter drehen und spüren. Und guck, wie weit du gucken kannst. Was kannst du in deinem Zimmer hinter dir und darüber hinaus noch gerade so sehen? Du gehst immer weiter rein. Wenn du zwischendurch merkst, oh, ich kann das überhaupt nicht mehr, dann geh kurz raus. Die anderen bleiben jetzt drin. Ja, ich wollte es nur kurz zeigen. Dann gehst du kurz raus, sammelst dich kurz, wo ist geradeaus, wo bin ich, was mache ich und gehst wieder in die Drehung nach rechts und fühlst schön rein. Wo spürst du, dass da was dehnt, dass es zieht, dass es einen leichten Schmerz gibt? Achte darauf, dass der leicht sein muss. Nicht so, dass du ihn kaum aushalten kannst. Das darf nicht sein. Der muss immer noch positiv sein. Falls du schon so weit überhaupt in die Dehnung gehst. Und dann auch hier langsam wieder rauskommen. So, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich zeige dir, was wir jetzt machen. Ich stehe ja auf der Matte, du kannst aber auch auf dem Teppichboden machen, du kannst auch auf dem Bett machen mit möglichst harter Matratze. Das würde alles gehen, ja. Und ich habe jetzt hier so ein Hilfsmittel, so eine Schlaufe. Du kannst aber auch ein Handtuch nehmen, du kannst einen Gürtel nehmen oder du kannst deinen Partner oder deine Partnerin bitten oder irgendeine Person, die dir helfen kann, dass du in die Übung reinkommst. Also was wir eigentlich machen wollen, ich zeige es erstmal, ist, dass wir uns auf den Bauch legen und dann mit der Verlängerung, dass wir an den Fuß kommen, den Fuß immer weiter Richtung Gesäß ziehen. Wenn du jetzt keinen Gürtel hast und keine Schlaufe hast und auch kein Handtuch und das auch überhaupt nicht hinkriegst, ja, dann machst du das einfach so, dass du dich so hinlegst und deine Leiste gegen den Boden drückst und versuchst aus eigener Kraft das Bein immer weiter nach hinten, also Richtung Gesäß zu ziehen. Und das machst du, indem du erstmal unten liegst. Und wenn du dann den Punkt erreicht hast, wo du merkst, weiter geht's einfach nicht, dann guckst du mal, ob du dich hier ein bisschen hochdrücken kannst. Und dann merkst du wahrscheinlich mehr Dehnung. Natürlich ist es besser und wirksamer, wenn du dich eben an der Schlaufe oder an einem Gürtel oder was auch immer dich mehr ranziehen kannst. Da hast du mehr Dehnungseffekt, gell? Du kannst auch, das muss ich mal genauer erklären, wenn jetzt deine Partnerin, dein Partner dir hilft, dann soll der ganz vorsichtig deinen Fuß immer weiter Richtung Gesäß drücken. Und dann merkst du eine ganz starke Dehnung meistens an der Vorderseite des Oberschenkels bis in die Leiste rein. Und das ist super wichtig, weil das ist eine Übung, wo noch sehr viel, wie soll ich sagen, die sehr viel damit zu tun hat, dass die Rückenschmerzen unserer Erfahrung nach wirksam bekämpft werden, ja, weil der Körper dann nicht mehr warnen muss, wenn dieser Muskel entspannter ist. So ist unsere Erfahrung damit. Ja, immer weiter
rangehen. Und das Gleiche machen wir dann auf der anderen Seite. Ich zeige es jetzt nur mal ohne Schlaufe. Also womit du dich auch immer ziehst. Du kannst natürlich auch versuchen, dran zu kommen an deinen Fuß, aber das wirst du meistens nicht schaffen. Das schafft man erst, wenn man schon ganz gut gedehnt ist. Normalerweise fischt man dann hier, vielleicht schaffst du es, deine Hose zu greifen. Ja, und du kannst dich an der Hose ziehen. Wenn du ein Handtuch hast, dann schling das drum und zieh dich dann mit beiden Händen irgendwie ran. Oder lass dich halt von einer anderen Person ganz, ganz vorsichtig immer weiter den Fuß Richtung Gesäß drücken. Das machen wir jetzt noch einen Moment. Immer weiter. Wenn übrigens was krampft, ja, wenn dein hinterer Oberschenkel krampft, dann machst du das Bein schnell gerade, drückst es ein bisschen durch und fängst wieder an. Das Krampfen ist nichts Schlimmes. Das ist nur bei Muskeln, wenn sie überlastet sind, dann protestieren sie. Dann muss man den Protest wieder rausziehen und dann ist meistens gut. Also zieh dich immer weiter ran. Und wenn du es nur so machst wie ich jetzt, also sozusagen, man nennt das aktive Dehnung, ja, dass man selbst die Muskeln ansteuert, um die Dehnung hervorzurufen, das ist auch eine super gute Übung, aber du hast natürlich mehr Effekt, wenn du mit einer anderen Kraft noch da dran gehen kannst, die dir hilft. Und dann gehen wir auch da langsam wieder raus. Und jetzt setz dich bitte mal. Setz dich mal so hin und guck mal, dass du die Beine etwa 90 Grad stellen kannst im Kniegelenk. Und wenn du so sitzt, es kann jetzt sein, dass du vielleicht nur bis hier hinkommst, ja? Oder dass du vielleicht noch nicht mal deine Beine greifen kannst, dass es nur so weit geht. Dann versuch dich halt, also angenommen, du bist jetzt hier und du merkst schon, oh, das klemmt überall. Dann versuch dich mal ein bisschen hochzudrücken. Das ist auch gleichzeitig ein gutes Armtraining. Wenn das nicht klappt, dann blenden wir dir hier gleich noch was ein. Dann setzt du dich auf den Stuhl und lässt dich nach vorne fallen. Ich zeige es mal so. Du kannst aber auch jetzt parallel auf den Stuhl gehen. Das Foto hast du gleich gesehen. Die kurze Filmsequenz. Und dann hilft es dir. Und wenn du am Boden schon das machst und kommst vielleicht bis hier, kannst du auch ein Handtuch nehmen, eine Schlaufe nehmen, irgendwie so ein Zugding, um dich nach vorne zu ziehen. Oder du greifst direkt deine Beine. Dann ziehst du halt dich immer weiter. Ziel ist, dass du irgendwann an deine Füße kommst. Und wenn du das übst, dann ist die Wahrscheinlichkeit super hoch, dass du das irgendwann schaffst. Ja? Bleiben wir jetzt noch ein Momentchen drin. Jeder übt an der Position oder auch auf dem Stuhl, wie wir das gezeigt haben. Und dann merkst du die Dehnung im unteren Rücken. Und da dehnst du dich immer mehr vorsichtig rein. Und das darf ruhig deutlich ziehen. Zieht es auch meistens, weil da hinten ist immer Hartspann drin. Ja, da ist immer Hartspann. Also ganz verkrampfte Muskeln, weil von vorne die Kräfte so groß sind durch das Sitzen, durch die Verkürzung, dass hinten richtig viel Kraft aufgewendet werden muss und deswegen krampft dann der Muskel irgendwann und wird knallhart. Und das Knallharte kann man ihm aber abgewöhnen, indem man ganz sachte immer mehr dran zieht und dann den Weg sozusagen wiederherstellt. Und dann gehen wir auf den Rücken mit aufgestellten Knien. Und jetzt probierst du erstmal das Kinn so weit wie möglich nach unten zum Kehlkopf zu bekommen. Wenn du beim Liegen schon so überstreckt bist, dann wird es nicht gehen. Dann leg dir 2, 3 Bücher unter und versuch dann, ich tue jetzt so, als ob hier die Bücher wären, ja, und du hättest jetzt diese Höhe und versuch dann in dieser Höhe das zu machen.
Und dann versuchst du den Bauchnabel zum Boden zu ziehen und damit den ganzen Rücken. Und dann versuchst du so weit wie möglich mit den Beinen zu strecken und die Beine abzulegen. Du ziehst also das Kinn nach unten, du ziehst den Bauchnabel nach unten und du ziehst die Kniekehlen nach unten. Und das kannst du ruhig wie ein Krafttraining begreifen. Das macht die Muskeln stärker, die zu schwach sind, und die zu kurz sind, die werden länger gezogen. Und du kannst ruhig noch mal so liegen bleiben. Ich sage schon mal noch ein paar Abschlussworte. Mach diesen Durchgang einmal am Tag und du wirst sehen, dass es sich immer anders anfühlt und dass du immer lockerer auch wirst. Das ist trainingsbedingt eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich so verhält. Falls da irgendwas auftritt, wo du irgendwie Bedenken bekommst, dann frag mal deinen Arzt, ja, und lass dir von ihm bestätigen, dass es gute Möglichkeiten sind, sich immer fitter zu machen und die Rückenschmerzen immer mehr unter Kontrolle zu bekommen. Gerade bei den Rückenschmerzen ist es ja so, dass die meisten Rückenschmerzen unspezifisch sind. Das heißt, du hast gar keine Schädigung drin, die entdeckt wird, weil das, was die Ursache der Schmerzen ist, unserer Erfahrung nach die zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien, ist nämlich auf diesen Röntgenbildern, auf den MRTs nicht zu sehen. Ja? Krieg immer ein besseres Gefühl, mach das einmal am Tag, 6 Tage die Woche und freu dich über das, was passiert. Und wenn das schon ganz gut geklappt hat, heute oder auch nach 3 Monaten, wenn du das immer wieder wiederholt hast, dann klicke hier, da kommst du zur weiterführenden Routine mit anderen Übungen noch und kannst dich immer fitter machen.